Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 10. August 2011 erstellte Rainer den YouTube-Kanal Drachenlord 1510. Am 30. Juni 2012 lud Rainer ein Video hoch, das ihn zeigt, wie er zu Halo von Machine Head headbangt. Am selben Tag kam auch ein Ankündigungsvideo, in dem er den Zuseher informiert, dass er nun weiß, wie er Videos rendern kann. Anschließend bedankte er sich bei seinen 8 Abonnenten, darunter seine Schwester. Auch kündigte er an, Videos hochzuladen, bei denen er zu Industrial-Musik tanzt, und bittet seine Zuseher, Kommentare mit konstruktiver Kritik zu hinterlassen, um seine Videos zu liken. Auffallend ist, dass er die Zuseher am Anfang des Videos mit einem Metal Servus Leute begrüßt. Und auch sonst sind viele seiner charakteristischen Verhaltensweisen bereits in diesem frühen Video ausgeprägt vorhanden. Am 1. Juli 2012 lud er das Video zum Gedenken an den einjährigen Todestag meines Vaters auf den Kanal hoch. Dieses ist gemeinhin als sein erstes Video bekannt. In dem Video sind diverse Fotos von Rudi und Rainer als Kind zu sehen, musikalisch untermalt von Johnny Hills Ruf Teddybär 1.4. Am 12. August 2012 schließlich eröffnete Rainer seinen Let's Play-Kanal Drachen Games und lud das Video Ankündigung Summer Breeze hoch. In diesem erzählt er, dass er das Summer Breeze Festival besuchen wird und sich vorgenommen hat, falls möglich, dort zu filmen. Auch informiert er die Zuseher von seinem Drachen Games Kanal und lädt sie ein, bei Interesse den Kanal zu abonnieren. Des Weiteren behauptet er, zurzeit arbeitssuchend zu sein. Am 28. Oktober 2012 erschien ein weiteres Video, in welchem Rainer erzählt, dass er die letzten Tage hauptsächlich mit dem Videospiel Dragon Saga verbracht hat und auf Geld vom Arbeitsamt wartet, mit welchem er plant, ein Videobearbeitungsprogramm zu kaufen. Auch kündigt er ein Let's Play von Zelda und Brutal Legend an. Vom 30. Oktober 2012 ist eine Bewerbung bekannt, welche für Rainer typisch vor Rechtschreibfehlern nur so strotzt. Am 31. Juli 2013 erschien ein Video, in dem er zu This is Deutsch von der Band Eisbrecher tanzt. Am 2. August 2013 lud Rainer dann ein Video hoch, in dem er gemeinsam mit einem Freund seinen Geburtstag feiert. Der Mann, der später von den Hatern den Spitznamen A. Muller verliehen bekommen sollte, wirkt stark betrunken. Eine Tatsache, die Rainer auch an einigen Punkten sichtlich zu irritieren scheint. Am 12. August 2013 erschien ein Video, in dem Rainer ankündigt, auch dieses Jahr Summer Breeze zu besuchen und mit seinem neuen Handy mit HD-Kamera zu filmen. Am 5. September lud Rainer das Video Summer Breeze mit Drachenlord Folge 1 hoch, in welchem er Fotos vom Summer Breeze Festival präsentiert und kommentiert. Eines dieser Fotos, angeblich von einem Freund von Rainer gemacht, zeigt das Gesäß einer jungen Frau mit sehr knappen Shorts. Am 7. September erschien das Video Spontan bei Nacht und Nebel, in welchem Rainer dokumentiert, wie er mit seinem Auto bei Nacht einen provisorisch mit Gurtbändern befestigten Anhänger zieht. Auch ist in diesem Video seine Schwester zu hören, folglich war die Beziehung zwischen den beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht zerrüttet. Am 13. September erschien dann ein Video, in dem er sein Drachenbadeforum vorstellt. In diesem beginnt er die Regeln des Forums vorzulesen, erklärt dann aber, dass die Regeln keine Regeln sind, sondern Richtlinien. Auffallend ist, dass er beim Vorlesen der Regeln, welche er vermutlich selbst verfasst hat, ins Stocken kommt und sich mehrmals verliest. Anschließend stellt er kurz 3 Geschichten vor, die er bereits im Forum veröffentlicht hat. Zusätzlich sollte das Forum dazu dienen, um Wünsche und Verbesserungsvorschläge hingegen seiner Videos zu äußern. Am 21. September folgten dann 3 neue Videos. In dem Video Infos zum Kanal Drachenlord 1510 Band Infos
erwähnt er, dass der Kanal mit nur 22 Abonnenten noch recht klein ist. In dem Video Varg Infos und Bandvorstellung liest er von einem Notizblock Infos über die Band Varg ab, während ihre Musik im Hintergrund läuft. Rainer behauptet, den offiziellen YouTube-Kanal von Varg kontaktiert zu haben und von diesem die Erlaubnis erhalten zu haben, ihre Musik in seinem Video zu verwenden. Zusätzlich philosophiert er über Kameradschaft unter Metalheads. Danach wird das Video zunehmend persönlich. Rainer offenbart, dass er vor 2 Jahren seinen Vater verloren hat und vor einem Jahr seine Arbeit und dass er 2013 fürchtete, sein Haus zu verlieren. Das Video Varg Infos und Bandvorstellung Nachtrag Blut A bangen beginnt damit, dass er für 3 Minuten zu dem Lied Blut A headbangt. Dann ergreift er kurz den neben ihm befindlichen Bass und gibt vor, diesen zu spielen. Nach dem Ende des Lieds ist er hörbar außer Atem, behauptet aber, normalerweise besser in Form zu sein. Am 24. September folgte dann das Video Lyricarable Infos und Vorstellung des Künstlers, das damit beginnt, dass Rainer seinen Bass präsentiert, den er nicht spielen kann, und dann zugibt, dass er den Namen Lyricarable nicht aussprechen kann. Er spricht ihn dann letzten Endes Liserable aus. Am 29. September begann Rainer Fragen auf Ask.fm zu beantworten. Auch erschienen an diesem Tag 2 Videos. Das Video Dragon Force Through the Fire and Flames Heatbangen Infos beginnt damit, dass er sich über Hater beschwert und behauptet, dass sein Kanal ursprünglich erstellt wurde, um Headbang-Videos zu veröffentlichen. Zitat: Aber die Haters, ja, die haben bei mir auf dem Kanal eigentlich keine lange Überlebenschance, denke ich, denn entweder es gefällt euch oder ihr könnt gehen. Anschließend spielt er das Lied Through the Fire and Flames ab, zu dem er Headbangt und Luftgitarre spielt. Daraufhin beschwert er sich, hörbar außer Puste, noch über einige gemeine Kommentare unter seinen Videos. In dem Video Hilfe für das Forum gesucht erklärt er nach kurzem Abschweifen, dass er für sein Drachenbade-Forum Leute mit umfangreichem Musikwissen sucht. Auch erwähnt er, wie viel Stress er momentan durch das Aufnehmen, Schneiden und Rendern von Videos hat, beschwert sich wieder über Hater-Kommentare und versucht mehrmals, eine sich im Zimmer befindliche Fliege zu verscheuchen. Am 1. Oktober erschien ein Interview von Drachenlord zu Gast bei Julina Hawk, in dem er über seinen Gaming-Kanal redet. Am selben Tag kam auch das Video Konzepte neu und alte in 53 Minuten von Drachenlord 1510, in dem er eine Wand in seinem Haus bemalt, die als Hintergrund für seine zukünftigen Videos dienen soll. Er kündigt an, dass er einen Workshop für Headbangen machen will und Videos, in denen er über verschiedene Metal-Subgenres informiert. Er pafft einige Zigaretten, berichtet von einem Konflikt, den er mit den Moderatoren im Forum von Lord Abaddon hatte, und redet über andere YouTuber. Am 2. Oktober beantwortete Rainer die Frage, findest du es richtig, Wildtiere im Zoo zu halten, auf Ask.fm mit Nein, denn ich möchte auch nicht gefangen sein. Am 7. Oktober folgte dann das Video Dämonen auf Metal Festival, Powerwolf, We Drink Your Blood, in dem er zu der Frage, was geschehen würde, wenn Dämonen auf einem Metal Festival auftauchen, philosophiert. Am 8. Oktober beantwortete er auf Ask.fm die Frage, was fehlt in deinem Leben, das dich glücklich machen würde, mit Frau und Kinder. Auch behauptete er, 1,96 Meter groß zu sein. Er beantwortete die Frage, warum lügen Menschen, mit weil sie ihre Dummheit verschleiern wollen, und die Frage, was hast du am meisten, mit die Menschheit. Am 10. Oktober beantwortete er wieder einige Fragen auf Ask.fm, darunter unter anderem, wenn es eine Sache geben würde, die du im Nachhinein verändern könntest, welche wäre es? Meine Geburt, bin ja nach der allgemeinen Meinung ohnehin nutzlos und nur zum Reintreten da. Was willst du gerade? Mich erschießen. Für was gibst du am meisten Geld aus? Videospiele. Wer ist dein Lieblingskünstler? Nietzsche, obwohl er eher ein Philosophie war. Am 12. Oktober erschien das Video Schwarzer Engel Infos und Bandvorstellung, in dem er einige Fakten über die Gruppe von einem Zettel abliest. Wie für Rainer üblich, schweift er oft vom Thema ab, verliest sich regelmäßig und hat Probleme damit, Namen auszusprechen. Anschließend stellt er noch den YouTube-Kanal der Band vor, wobei man sieht, dass er zu dem Zeitpunkt 27 Abonnenten auf dem Drachenlord-Kanal hatte. Am 13. Oktober erschien dann das Video Headbanger Workshop.
in welchem er erklärt, dass bei fehlerhafter Headbang-Technik das Gehirn geschädigt werden kann. Am 14. Oktober kam das Video Der Drachenbade Vorstellung, in dem er unter anderem preisgibt, erotische Geschichten zu schreiben, welche er doch nie veröffentlichen will. Am selben Tag beantwortete er die Frage, was sind deine Lieblingsläden, auf Ask.fm mit Schottland. Am 20. Oktober erschien das Video Gewinnspiel die Erste auf allen seinen 4 Kanälen. In diesem fordert er die Zuschauer auf, sein Video, in dem er zu Eisbrecher tanzt, zu liken und zu favorisieren und einen Kommentar zu hinterlassen, warum sie den Preis des Gewinnspiels, eine Avatar-DVD, haben wollen. Am 23. Oktober lud Rainer das Video Halloween die Nummer 1 hoch, in welchem er ein Halloween-Special für seine Kanäle ankündigt. Am 29. Oktober erschien das Video Gewinnspiel Ende Nummer 1, in dem er verlautbart, dass der einzige Teilnehmer des Gewinnspiels dieses auch gewonnen hat. Am 30. Oktober lud Rainer das Video Drachenlord erzählt einen Witz hoch, in welchem er, sichtlich betrunken, versucht Witze zu erzählen. Erst stellt er klar, dass die Zuseher von ihm keine politische Korrektheit zu erwarten haben und weist im Vorhinein alle Rassismusvorwürfe von sich, wobei ihm das Wort Rassist erst minutenlang nicht einfällt. Im Endeffekt verliert er mehrmals im Video den Faden und scheitert schlussendlich an der Pointe. Am 31. Oktober erschienen dann 2 Videos. In Drachenvlog Ankündigung, der Mettler spricht, kündigt er Vlogs als neues Format an und erklärt, Videos nicht zu schneiden, um Authentizität zu bewahren. In Halloween-Durchsage erklärt er, dass die Halloween-Specials ausfallen, mit Ausnahme des Specials für den Drachenbade-Kanal. Am 1. November erschien das Video 50 Abo-Special Anfrage an euch, in dem er feststellt, dass er einige neue Abonnenten bekommen hat, obwohl er nicht weiß, ob diese Hater sind oder seine Videos mögen. Er zerbricht sich den Kopf, was er für ein Abo-Special machen soll und bittet dann seine Zuschauer um Vorschläge. Auf Ask.fm beantwortete er die Frage, was hast du am meisten mit Hater? Am 2. November erschien die erste Folge von Drachenvlog, der Mettler spricht, in welchem er zuerst die Zuseher bittet, sich nicht zu wundern, dass in diesem Video Schnitte vorkommen. Anschließend liest er Zuseherkommentare vor, die fast alle zwischen destruktiver Kritik und purer Gehässigkeit beheimatet sind. Am 6. November lud Rainer dann das 50 Abonnenten-Special hoch, bei dem es sich im Endeffekt um einen seiner Vlogs handelte. Er gibt einige Details zu seinem Leben preis, wie sein Geburtsjahr, welches er erst beim 3. Versuch richtig ausspricht. Er erzählt, dass seine Geburt 25 Stunden gedauert hat, dass er als Kind schon oft als langsam bezeichnet wurde und in der Schule aufgrund seiner Fantasie und Hilfsbereitschaft gemobbt wurde. Auch beschwert er sich wieder über Hip-Hop und die Fans dieses Genres, erzählt Geschichten, wie er einer alten Frau über die Straße geholfen hat und andere Kinder vor Mobbing beschützt hat. Am 8. November erschien der zweite Teil des Drachenvlogs, der Mettler spricht, welcher damit beginnt, dass Rainer oben ohne, scheinbar frisch geduscht, vor die Kamera läuft. Er erwähnt, dass es zum Zeitpunkt der Aufnahme Freitag ist und er noch vorhat auszugehen. Anschließend liest er meist negative Kommentare vor und kommentiert diese. Auch geht er auf das Gerücht, er sei schwul, ein und outet sich als bisexuell. Am 9. November erschien dann das Video Upload-Pläne, in welchem er kurz erklärt, dass seine Upload-Pläne in seinem Forum zur Einsicht offen stehen und erwähnt auch, dass er einen Account auf Metal Flirt besitzt. Am 17. November erschien das Video Drachenvlog, der Mettler spricht, Nummer 3, Hamster-Alarm, in dem er erst zugibt, dass ein Video von ihm beim Holzschneiden, welches er angekündigt hatte, nicht erscheinen wird. Anschließend zeigt er kurz seinen Hamster und redet über andere Mitglieder seines Forums. Er behauptet, einige Nutzernamen nicht nennen zu können, aus rechtlichen Gründen. In einem Namen jedoch kommt die Zahl 88 vor, es lässt sich also vermuten, dass viele der nicht erwähnten Namen noch deutlichere Anspielungen an den Nationalsozialismus enthalten. Auch erwähnt er, dass es mittlerweile Hater in dem Forum gibt, welche ihn zum Teil beleidigen oder zum Selbstmord auffordern. Am selben Tag kündigte er ein 100 Abonnenten-Special an, welches von der Entstehungsgeschichte des Metal handeln soll. Am 18. November beantwortete er auf Ask.fm die Frage, an was hast du heute Morgen zuerst gedacht, mit
6. Am 23. November erschien das Video Drachenvlog, der Mettler spricht, Nummer 4, es wird gekocht, welches eine Länge von über 1,5 Stunden aufweist. Man erlangt einen Einblick in die Schanze, in der er, so erklärt er zumindest, momentan überall Umbauarbeiten durchführt. Dann beginnt er, Kartoffelgulasch zu kochen. Mittendrin plötzlich bekundet er, seine Mutter anrufen zu müssen, um sie zu fragen, ob er die Kartoffeln nun kochen muss oder nicht. Was vielleicht banal erscheinen mag, gibt uns den interessanten Einblick, dass zu diesem Zeitpunkt die Beziehung zu seiner Mutter noch auf freundlicher Basis war. Auch erzählt er, dass er sich in der Schule für den Kochkurs anstelle von Werkunterricht entschieden hatte. Am 29. November erschien Drachenvlog, der Mettler spricht, Nummer 5, Bananen, Weihnachten und Metal, der damit beginnt, dass Rainer eine Banane isst. Anschließend kündigt er ein neues Format an, welches ein Versuch seinerseits sein soll, Zitat, die Seele der Welt zu heilen. Am 2. Dezember erschienen gleich 4 Videos, wovon eines nur als Test für Effekte diente. Im Drachenvlog, der Mettler spricht, Nummer 6, das Forum und die Hater, berichtet er über seine Versuche, sein Forum von Rechtsextremen und Nazis zu reinigen. Des Weiteren behauptet er, die Hater würden es nicht wagen, ihn im echten Leben so anzusprechen, wie sie es im Forum tun. In Drachenvlog 2 Harmony of Metal Ankündigung kündigt er noch einmal das neue Format an. In Drachenvlog 2 Harmony of Metal Folge Nummer 1, der Anfang des Mobbens, erzählt er über Mobbing, die Seele der Welt, behauptet ein sehr sensibler Mensch zu sein und an Auren zu glauben. Generell besteht das ganze Video hauptsächlich aus Selbstbeweihräucherung. Am 4. Dezember erschienen 2 Videos. In Einfach aus Langeweile stellt der Drachenlord, Drachenbade und Rainer Winkler als 3 separate Personen dar, die untereinander eine Meinungsverschiedenheit austragen. In Trailer Nummer 2 handelt es sich um einen Sketch, der als Kanaltrailer fungieren soll. Am 6. Dezember erschien das Video Trailer Drachenvlog, der Mettler spricht Nummer 7, Drache ist krank, in dem er sein neues Format 4 Drachen und der Metal ankündigt. Auch lud Rainer am selben Tag noch einen Trailer dafür hoch. Am 9. Dezember erschien dann Drachenvlog 2 Harmony of Metal Folge Nummer 2, Jeder Mensch ist anders, in dem er erzählt, dass er einige zu der Zeit relevante YouTuber wie Gronk oder LeFloid, aber auch mehrere kleine Kanäle angeschrieben hat und aufgefordert hat, ein Video gegen Mobbing zu machen. Am 10. Dezember lud Rainer dann 4 Drachen und der Metal Folge Nummer 1 die Erschaffung hoch, bei dem es sich um einen Comedy-Sketch handelt, in welchem Rainer alle Rollen selbst spielt. Am 11. Dezember erschien dann Drachenvlog, der Mettler spricht Nummer 8 Panik, in welchem er zugibt, fast auf den Vlog vergessen zu haben und dementsprechend unvorbereitet ist. Am 16. Dezember dann lud Rainer Drachenvlog 2 Harmony of Metal Folge Nummer 3 Drache reden Klartext hoch, indem er mit dem Gedanken spielt, das Forum aufgrund der zahlreichen Trolle aufzugeben und durch eine Website zu ersetzen. Auch berichtet er, dass ein Mitglied des Forums mit dem Benutzernamen Freya, von dem er dachte, dass es eine Frau sei, sich als Mann entpuppt hat. Rainer entschließt sich dann dazu, die Person als Transe zu bezeichnen. Anschließend erzählt er vom Zusammensein mit einer Prostituierten, das im Endeffekt aber daran scheiterte, dass Rainer keine Erektion bekommen konnte. Auch berichtet er, dass Trolle Fotos von ihm bearbeitet und mit Hakenkreuz und ähnlichen Symbolen versehen haben. Am 18. Dezember erschien das Video in dem er ankündigt, dass 4 Drachen und der Metal in Zukunft unregelmäßig erscheinen soll. Am 20. Dezember erschien Drachenvlog, der Mettler spricht, Nummer 9, er ist wieder da, in dem er wieder über das Forum spricht. Unter anderem haben Trolle ein Foto vom Grab seines Vaters und von seiner Mutter gepostet. Auch kündigt er an, bald abnehmen zu wollen und droht Hatern mit Gewalt. Ey, ich schwöre euch, was hat euch ins Hirn geschissen? Ganz ehrlich, wenn ich nochmal jemanden erwische, der sowas macht, ich finde raus, wo er wohnt und ich prügel ihn sowas von windelweich, der wird nie wieder aufstehen. Ganz ehrlich. Am 23. Dezember lud Rainer dann Drachenvlog 2 Harmony of Metal Folge 4 Weihnachten hoch. Hauptsächlich philosophiert er in dem Video über Harmonie und Spiritualität, gibt aber zu, nicht in der Lage zu sein, die richtigen Worte zu finden. Am 24. Dezember wünschte Rainer seinen Zusehern frohe Weihnachten mit dem Video Drachenlord sagt frohe Weihnachten euch allen Metal.
Am 28. Dezember erschien dann Drachenblock, der Mettler spricht, Nummer 10, es endet, in dem er berichtet, im Bett vorm Einschlafen Eragon als Hörbuch zu hören. Er erwähnt, zurzeit 2 Bücher zu schreiben mit den Titeln Die Drachen und Die Geschichte der Drachen. Gegen Ende des Videos behauptet er auch, mittlerweile wieder zu arbeiten. Am 30. Dezember erschien dann Rainers Jahresrückblick, Drachenlord 2013 ist nun zu Ende. In dem Video lässt er die Zuseher erfahren, dass es in seinem Haus keine Heizung gibt und er mit einem Holzofen und Strom heizt. Auch kündigt er an, 2014 auf das Summer Breeze Festival zu gehen. Am selben Tag lud Rainer das Video Drachenlord 2 Harmony of Metal Folge 5, das kann man machen, hoch, in welchem er beteuert, gerne alten Menschen über die Straße zu helfen und dass er, wenn er nicht so abgelegen wohnen würde, in einer Suppenküche aushelfen würde. Am 9. Jänner 2014 erschien dann Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 11 zwischendurch, ein Video, in dem er sich über diverse Festivals informiert und diese kommentiert. Am 10. Jänner erschien dann Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 12, Vlog am Freitag, in welchem er trotzig in seiner falschen Aussprache von Genre, welches er Genre ausspricht, festhält. Am 12. Jänner lud Rainer dann Drachenblock 2 Harmony of Metal Folge Nummer 6, Anzeige wegen Angriff auf einen anderen Schüler hoch. In dem Video liest er zuerst die Namen aller seiner Abonnenten vor und bedankt sich bei ihnen. Anschließend erzählt er eine Geschichte, wie er einen Mitschüler tätlich angegriffen hat, sodass dieser das Bewusstsein verlor und ein Krankenwagen gerufen wurde. Rainer stellt dies allerdings so dar, als ob das Opfer nur simuliert hätte. Jedoch wurde bei dem Opfer des Angriffs ein Schädel-Hirntrauma diagnostiziert und Rainer erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Sich bei dem Opfer zu entschuldigen, lehnte Rainer zunächst ab, bis ihn seine Mutter letztendlich doch dazu bewegen konnte. Am 17. Jänner erschien das Video Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 13, News, in dem er hauptsächlich über Festivals spricht und über Metal philosophiert. Am 20. Jänner erschien das Video Drachenblock, der Mettler spricht 14, Musik, in dem er unter anderem über die Band Bethlehem spricht und zugibt, in letzter Zeit viel Nightcore zu hören. Am 21. Jänner beantwortete er auf AskFM die Frage, was ist das beste Alter zum Heiraten, mit Glaube schon. Am 22. Jänner erschien das Video Info Nazis im Forum, in dem er verlautbart, dass einige Mitglieder eines NSPM-Forums sich auf seinem Forum angemeldet haben und wieder ankündigt, das Forum zu löschen. Am 24. Jänner lud Rainer das Video Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 15, Neu-Alt hoch, in dem er die Band vag vor dem Vorwurf, Nazis zu sein, verteidigt. Am 27. Jänner erschienen die Videos Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 16, Neue Wege und Drachenlord 1510 ist nicht Bembers. Am 29. Jänner erschien das Video Metal Workshop Nummer 4, Mädels. Am selben Tag leugnete Rainer auf Last.fm, noch Jungfrau zu sein. Am 31. Jänner lud Rainer das Video Kampfansage gegen Lord Abaddon, ich bin der einzig wahre Lord hoch, in dem er hauptsächlich headbangt. Am selben Tag erschien auch Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 17, gewonnen Solar Fake, in dem er berichtet, Karten für ein Konzert der Band Solar Fake gewonnen zu haben. Am 3. Februar erschien das Video Drachenblock, der Mettler spricht Nummer 18, Playlisten, in dem er sich unter anderem wieder über Hip-Hop und die damit verbundene Kultur auslässt. Auch zeigt er sich sichtlich genervt, obgleich negativen Feedbacks, und behauptet, das Thema Hater hinter sich gelassen zu haben. Am 4. Februar lud Rainer das Video Infos-Blog Heute Video Zukunft hoch, in dem er sich erfreut zeigt, mittlerweile mehr als 200 Abonnenten zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein Muster etabliert. Trolle, angezogen von Rainers unbeholfenem Auftreten, erfanden immer neue Wege, sich über ihn lustig zu machen und ihn zu provozieren. Durch seine Reaktionen fütterte er nur die Trolle und bestärkte sie in ihrem Verhalten. Man kann nur spekulieren, ob er diese unerwünschte Gefolgschaft durch konsequentes Ignorieren ab diesem Zeitpunkt hätte loswerden können. Doch anstatt die Trolle mit Nichtbeachtung zu strafen, servierte er ihnen ein wahres Festmahl.